Weiter geht's am Z3-Projekt. Wir starten mit der Motorraumreinigung. Gerade bei dem älteren Fahrzeug möchten wir natürlich nicht riskieren, dass wir durch einen Hochdruckreiniger irgendwelche Sachen beschädigen oder vielleicht doch mal nicht mehr perfekt isoliertes Kabel kaputt machen, irgendwo Wasser eindringt. Und deswegen entgehen wir dem, indem wir wasserlos den Motorraum reinigen. Hierfür verwenden wir Trockeneis und zwar nicht alleine. Wir haben so viel angebackenes Fett und irgendwelche leicht oxidierten, korrodierten Aluteile. Also verwenden wir Trockeneis in Verbindung mit einem lösungsmittelhaltigen Reiniger. Das funktioniert insbesondere für Motorräume hervorragend. Wir verwenden da den Teerenentferner von Sonax, den wir vorher aufsprühen. Erst einmal vorab der Test, was passiert eigentlich nur mit Trockeneis? Wir fangen hier mal links an, strahlen relativ wichtig langsam in langsamen Bewegungen mit einem geringen Abstand, vielleicht 5 bis 10 cm. Trockeneis ist ungefährlich für die Oberflächen, außer auf Leder sollte es nicht verwendet werden. Ansonsten komplett unproblematisch und optimal für die schonende Motorraumreinigung geeignet. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass die Reinigungsleistung hier nicht ganz ausreicht, beziehungsweise einfach viel zu lange dauern würde. Deswegen haben wir einen Teerentferner mit eingesetzt. Der löst schon mal den ganzen so ölhaltigen Verschmutzungen, die halt motorraumtypisch sind, und ist allerdings wasserfrei, ist lösungsmittelbasiert und dadurch auch gar kein Problem für die Elektroteile. Einmal gründlich eingesprüht, ruhig 5 Minuten wirken lassen. Der kann wirklich lange wirken, um optimal reinigen zu können, und dann anschließend die Motorraumreinigung gründlich mit dem Trockeneis vornehmen, den vorher aufgebrachten Reiniger einfach damit runterspülen. Und man sieht hier wunderbar, wie viel da passiert. Die ganze oxidierte oder korrodierte Metallschicht wird wirklich wieder befreit. Und bis auf einige wenige Flecken sieht der Motor danach wirklich wieder aus wie neu. Also beeindruckendes Ergebnis. Und man muss bedenken, hier ist kein Strahlmittel mit drin. Nichts Abrasives, kein Sand, keine Glasperlen, keine Walnussschalen oder ähnliches, sondern wirklich nur Trockeneis in Verbindung mit einem lösungsmittelhaltigen Reiniger. Wir sehen, manche Sachen gehen nicht weg. Da bräuchten wir ein abrasives Strahlmittel, um wirklich Metallveränderungen zu entfernen. Absolut effektive Kombi. Kaltreiniger oder Teerentferner 5 Minuten stehen lassen, mit Trockeneis nachgehen, gerade beim Motorraum. Ich glaube, man sieht, was da passiert, aber wozu hat man denn ein Team, wenn man alles selber macht? Mario, sei mal so nett. Schütz dich und viel Spaß beim Motorraum, und der Rest kann weitermachen. Arbeitsschutz ist ganz wichtig generell und auch bei Trockeneis. Der Dreck, der da abgeplatzt wird, der wird eingefroren, fliegt dann so ein bisschen durch die Gegend. Den will ich nicht im Auge haben, von daher wirklich Gesichtsschutz ist das A und O. Das Eisgerät ist auch relativ laut, deswegen Gehörschutz auch relativ wichtig. Wir zeigen dir noch ein paar Bilder. Genieß mal die Reinigung. Der Vorher-Nachher-Effekt ist natürlich super, und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Nochmal eine optische Aufwertung für die Motorteile, die aus Alu sind, beziehungsweise nicht aus Kunststoff sind, nehmen wir das Motorplast. Kam gerade nochmal der Tipp, nicht auf Kunststoffteile sprühen, weil die einfach irgendwann mit der Hitze und durch die leichte Verbindung von Kunststoff das brüchig wird. Das ist so eine Art Klarlack für den Motor. Wichtig, immer auf den trockenen Motor sprühen und mit ein bisschen Abstand und dann gut wirken lassen. Und natürlich vorher nochmal das Etikett lesen, dann seid ihr auf sicher. Wie gesagt, nicht unbedingt direkt auf den Kunststoff, weil dann kann es brechen.